Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer Interviewreihe mit Andrea Halter. Natürlich auch an dich herzlichen Dank, dass du heute hier bist. Wir sprechen mit dir über Interviews im Allgemeinen. Wie bereitest du dich vor? Wie führst du das Interview dann konkret? Wie machst du die Nachbereitung? Und was sind Tipps und Tricks bzw. No-Gos, also Sachen, die man vermeiden sollte im Interview? Damit auch alle wissen, wer du bist. Andrea ist seit mehreren Jahren bzw. Jahrzehnten schon im Musikbusiness tätig, hat Sendungen konzipiert für MTV, ist lange für den WDR unterwegs und hat diverse Künstler interviewt und wirklich tolle Fragen oder Antworten herausgekitzelt. Und in diesem Video geht es über die Vorbereitung von Interviews und da habe ich direkt die erste Frage. Haben sich bei dir Routinen entwickelt über die ganzen Jahre, die du für deine Vorbereitung nutzt? Ich habe keine Routine. Okay. Ich bereite mich immer ziemlich gut vor, weil das ganz wichtig ist. Aber es hat auch immer was damit zu tun, was will ich in dem Interview erreichen. Und am allerliebsten sind mir Interviews, wo ich eigentlich gar nicht so viel weiß und auch gar nicht so viel wissen muss, weil dann kann ich die Person fragen, das, was ich wirklich wissen möchte und muss auch nicht so tun, als würde ich es nicht wissen. Je nachdem, mit wem du aber ein Interview machst, musst du aber eigentlich alles wissen, aber du musst die ganze Zeit so tun, als würde dir die andere Person etwas zum allerersten Mal erzählen, weil es ja kein Wissenswettbewerb ist, sondern es geht ja darum, dass diese Person im Interview es mir sagen muss, weil ich es ja als Audioaufnahme brauche. Also, weißt du, wie ich meine? Ja, so liest du dir quasi die Grundzüge einer Biografie, liest du durch, komplett, aber jetzt nicht bis ins kleinste Detail, sondern die Anekdoten bringt dann der Interviewpartner selber. Kommt aber immer darauf an, was das für eine Person ist, mit der ich die Interviews mache. Weil am allerliebsten weiß ich immer so wenig wie möglich, damit ich diese Person wirklich frei fragen kann. Das, was ich wirklich gerne wissen möchte. Aber je nachdem, wie du da vor dir sitzen hast, du kannst nicht dich vor Beyoncé setzen und einfach nichts über die lesen und nichts über die wissen, weil das irgendwie rauskommt. Sei es nur dadurch, dass ich mich vielleicht unsicher fühle oder so. Deshalb, also ich bereite mich immer sehr vor. Währenddessen schreibe ich immer so Ankerpunkte in so ein Buch rein, markiere mir auch Sachen und während ich das in dieses Buch reinschreibe, weiß ich aber schon, dass ich es mir merke. Aber es gibt immer so ein paar wichtige Fragen, falls aus irgendwelchen Gründen die Zeit zu lang wird, damit ich einfach noch auf irgendwas zurückgreifen kann. Oder manchmal hast du auch einen Blackout oder irgendwie. Also dann hast du dieses Buch als Backup sozusagen. Genau, ein Zettel, ne? Nur ich schreibe das halt also in so ein Ding rein. Und da kann ich dann, oder auch mal, wenn die Situation komisch wird oder so, dann kann ich einfach mal auch den Blick wegmachen und in dieses Buch gucken und dann ist so ein kleiner Break drin. Das brauche ich ganz selten. Aber ich glaube halt, in dem Moment, wenn ich es nicht hätte, würde ich es brauchen. Ah, okay. Das heißt, du schaffst dir schon so eine Art Grundgerüst an Fragen. Genau, so eine Sicherheit ist das. Genau, und eignest dir so ein bisschen Wissen an über denjenigen. Aber die Details lässt du dir dann quasi von demjenigen erzählen, den du interviewst. Ja, also es kommt immer darauf an, wofür ich das Interview mache und was ich da brauche. Also Radio ist insofern ein bisschen undankbar, weil ich manchmal Sachen, die alle schon eigentlich wissen, muss ich noch mal von dieser Person selber erfahren. Ne? Also das ist immer ein bisschen doof, aber mir ist es am allerliebsten, wenn ich diese Person Sachen fragen kann, die ich halt noch nicht so sehr weiß oder vor allem die andere auch nicht wissen. Aber auch dafür musst du halt recherchieren, um rauszufinden, dass halt Beyoncé Rosen züchtet. Ne? Vielleicht steht das irgendwo mal. Und selbst wenn es nicht stimmt, dann kannst du ja sagen, ich habe gelesen in der Bild-Zeitung, du züchtest Rosen. Und dann sagt sie, was? Nein, ich züchte keine Rosen. Es sind Orchideen. Und schon bist du halt irgendwie, also selbst wenn es falsch sein sollte, bist du halt auf so einem ganz anderen Weg. Es lockert so ein Gespräch ja auch in gewisser Weise auf. Es macht es ein bisschen persönlicher vielleicht auch, oder? Genau, das ist das Einzige, was mich daran interessiert. Also mich interessieren nicht die Instrumente, mich interessiert nicht die Studios, mich interessiert dieser ganze technische Kram. So typischer Männermusikjournalismus interessiert mich überhaupt nicht, sondern mich interessiert wirklich diese Person dahinter. Was bewegt die, das, was einen so an Menschen interessiert. Also das, was man eigentlich auch Menschen auf der Straße gerne wissen würde, ja, ne, möchte ich dann auch von der Person, die dann vor mir
sitzt, wissen. Und du musst halt so ein gewisses Grundgerüst haben, finde ich. Das ist halt auch, das ist so eine Basis, das ist so eine gewisse Respektsnummer, weil die kriegen irgendwie immer mit, was du nicht weißt. Also das ist ganz spooky. Man muss es einfach für sich selber klar haben. Setzt du dir dann in der Vorbereitung ein Ziel, was du sagst, okay, ich möchte mit diesem Interview das und das erreichen? Oder machst du das dann relativ frei, ohne genau definiertes Ziel? Also ich habe immer das Ziel, dass die mir was erzählen, was sie vorher noch nicht erzählt haben. Das ist immer mein Ziel. Okay, das ist ja schon mal... Das erreiche ich aber natürlich ja, nicht natürlich. immer. Aber das ist halt immer mein Ziel, ja. Okay. Manchmal habe ich aber auch noch also je nachdem, wie das Interview, wofür es ist, habe ich noch ein anderes Ziel. Aber auch da, ich möchte immer was von denen hören, was sie idealerweise noch keinem erzählt haben, nur mir. Ja gut, das ist wahrscheinlich das Ziel von allen Journalisten, ne? Ich glaube also schon. Die Kleinigkeiten rauszukitzeln, das kann ich mir vorstellen. Genau. Wir haben ja viele Zuschauer, die auch neu im Podcast-Bereich sind, im Interviewbereich. Kannst du denen mal so die Top 3 Punkte nennen, worauf bei der Vorbereitung zu achten ist? Also was sind so deine Top 3 bei der Vorbereitung? Eine ausführliche, gute Grundrecherche. Also um eine Kür zu machen, musst du einfach die Pflicht können. Also du musst einfach wissen, du musst einfach so ein Grundwissen haben. So viel, dass du dich selber wohlfühlst. Und wenn du auf so eine Ebene gehst wie persönliche Fragen oder so, dann, also du musst schon das Parkett sicher machen für dich selber, ne? Also das heißt, du musst dann auch mal wieder einstreuen können, was du alles weißt und du kannst dann wieder zu einem Album oder so zurückkommen. Das finde ich sehr wichtig. Dann finde ich in der Vorbereitung für mich wichtig, sind so Sachen wie, ich esse kein Knoblauch, also körperliche Sachen, ne? Ich esse keinen Knoblauch vorher oder ich gucke, dass ich saubere Fingernägel habe, weil du hältst halt sehr präsent ein Mikro, da gucken die ganze Zeit drauf. Ich gucke, dass ich immer ein Ersatzdeo dabei habe, ich habe ein Parfum, das nehme ich immer zu Interviews und das ist es ist so ein unaufdringlich. Unaufdringlich, genau. Das habe ich aber auch erst gelernt, nachdem ich mal bemerkt habe, dass in einem Interview jemand mein Parfum sehr unangenehm fand. Das hat er gar nicht gesagt, man konnte das einfach nur sehen. Dass er also an seiner Mimik wahrscheinlich. Genau. Ne? Und dann dachte ich, scheiße, weil aus der Nummer kommst du dann einfach nicht mehr raus. Und wir kennen das ja alle, also wenn du irgendwie einen Geruch nicht magst, ist schlecht. Und seitdem benutze ich halt immer dieses eine Parfum. Dann achte ich immer noch drauf, dass ich, je nachdem, wo die Interviews sind, warme Sachen dabei habe. Ja. Also wirklich sowas wie Handschuhe. Habe ich auch gelernt, als ich es mal nicht hatte. Hast du da eine Anekdote, wo es mal richtig schief gelaufen ist? Wo du quasi im T-Shirt im Schnee standst? Ja, so ungefähr. Das war so eine Musikveranstaltung, das war halt so Herbst und eigentlich super warm und ich sollte halt so Live-Schalten machen und dann wurde es immer später und immer kälter und ich stand halt da und dann war es irgendwann so kalt und du hast dann halt zwar so einen Ü-Wagen, aber du musst halt, um diese Schalten zu machen, musst du halt rausgehen in die Kälte und stehst dann da halt eine Zeit lang und dann stand ich halt da, irgendwann wurden meine Hände richtig kalt. Du verlierst dann halt auch irgendwie so ein bisschen, ja, du verlierst nicht die Kontrolle, aber das wirklich Schlimme war dann auch, also meine Hände waren total so krallig und ab irgendwann fängt dein Gesicht an und wird starr. Und wenn du dann auf einmal wieder reden musst, dann ja. Und das war so eine Sache, ich trage nie Mützen, aber zu Interviews immer Mütze, Handschuhe, warme Klamotten. Die man sich da zur Not auch kurz vor dem Interview erst... Absolut und da auch gar nicht Wert auf große Eitelkeiten legen oder so, sondern, also Radio ist halt sehr vorteilhaft, man sieht dich nicht, ne? Außer du hast natürlich einen wahnsinnig tollen Interviewpartner und du stehst da wie so ein Honk, aber das passiert dann auch manchmal. Hast du dann auch eine Ersatzgarderobe teilweise mit? Nein, okay. Nein, und ich habe es einmal sehr bereut. Ich hatte einmal ein Interview mit jemandem und dann habe ich mir, also Klassiker, ne, ich hatte so ein helles T-Shirt an und dann habe ich mir Kaffee übers T-Shirt gemacht und hatte keinen Ersatz da und das war damals bei 1 Live und es sah halt total scheiße aus, weil natürlich jeder sofort hier hingeguckt hat. War halt ein weißes T-Shirt und hier war halt dieser Kaffeefleck und dann kam aber eine Kollegin und ich war so ganz, scheiße, was soll ich jetzt machen und so, weil das kann man einfach nicht überspielen. Also man kann nicht die ganze Zeit so dann da sitzen. Und dann hatten wir bei 1 Live so eine Grabbelkiste mit T-Shirts, die irgendwelche Bands da gelassen haben zum Versteigern. Da musst du da ein T-Shirt herhalten. Genau. Und so saß ich da mit so einem ganz schlimmen Camouflage-T-Shirt. Das hat wahrscheinlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, es hat für mich einen bleibenden Eindruck hinterlassen, der aber nie dazu geführt hat, dass ich mir Sachen zum Wechsel mitnehme. Nein. Dann ist natürlich ganz wichtig, dass du einfach eine Technik hast, auf die du dich absolut verlassen kannst. Also ich nehme auch immer alles
also ich habe immer eigentlich 2 Ersatzgeräte dabei, auch aus Erfahrung. Einmal noch ein zweites Mikro immer. Und dann habe ich noch mein iPhone, das habe ich mir extra deshalb gekauft, weil das so gute Mikros hat. Und ich muss mich einfach, wenn ich einmal so ein Mikro anhabe, dann muss ich mich darauf verlassen, dass es läuft, weil ich möchte meinem Interviewpartner in die Augen gucken und wenn ich dann die ganze Zeit so, läuft's doch, was? Das macht es ja für den Partner auch unangenehm. Ne? Dann entsteht dann sofort die Leute merken, wenn du nicht konzentriert bist auf die. Du hast ja jetzt schon die Technik so ein bisschen angerissen, wenn wir den technischen Part betrachten, wie bereitest du dich damit vor? Also klar, die Akkus müssen voll sein. Hast du da noch irgendwelche Tipps und Tricks? Alles doppelt mitnehmen, alle Kabel doppelt. Ich habe aber auch so eine Tasche, die ist einfach immer gepackt und da ist immer alles doppelt drin. Und wenn das alles, was benutzt wird davon, wird ersetzt und kommt sofort, also ich bin wahnsinnig unordentlich, aber was bei mir nie unordentlich ist, sind meine Mikro- und Arbeitssachen. Welche Mikros benutzt du? XM. XM, das ist doch schon mal gut. Ja, also ich hatte vorher das Flash-Mikro und das war halt auch sehr gut, weil das einfach zuverlässig war, aber am XM ist einfach noch besser, dass es so völlig banale Sachen, hier unten ist kein An- und Ausknopf. Also bei dem anderen Mikro, was ich benutzt habe, gab es hier unten immer einen An- und Ausknopf. Wenn du Interviews machst und du hast mit mehreren Menschen ein Interview und gibst deinem Gegenüber das Mikro, also einem von denen, und dann machen die nämlich so. Zack, ist es aus. Ja, machen es auf ihrem Knie runter und dann geht das Mikro aus. Und das ist zum Beispiel ein Killer, weil du merkst nicht, dass das Mikro aus ist. Und deshalb sind so Sachen, also die Technik muss ein Selbstläufer sein. Ja, also da darf der Interviewer eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Ne? Überhaupt nicht, auch so mal Aussteuern und so ein Kram. Wenn ich 20 Minuten habe, und meistens sind diese Interviews so lächerlich begrenzt, wenn du 20 Minuten hast und du brauchst auch nur 5 Minuten. Das ist schon zu viel. Ja. Absolut. Ja, danke dir, Andrea, für das Interview. Hat Spaß gemacht. Und ich konnte viel mitnehmen zum Thema Vorbereitung eines Interviews und ich bin sicher, ihr auch.